Hallo zusammen, neuer Tag, neues Glück. Wir haben es nicht geschafft beim ersten Mal und wir haben festgestellt, dass die Antriebswellen auch kaputt sind, also haben wir neue gekauft. So sieht das Ding aus, das wiegt ungefähr so viel wie eine fette Hantel, also für mein Gefühl zumindest. Und was ich auch falsch bestellt habe beim letzten Mal, das war das Radlager. Das ist das Richtige, ein einteiliges Radlager. Genau, mit dem werden wir es heute hoffentlich schaffen, das fertig zu bekommen. Ach, was ich ganz vergessen habe zu erwähnen, heute macht Fabian mit, damit wir fertig werden. Fabian, wo bist du? Das ist Fabian, der steht normalerweise hinter der Kamera. Er hat auch immer Bock zu schrauben, verständlich. Sonst wird es langweilig. Wie immer, bevor wir hier irgendwas zusammenbauen, machen wir erstmal sauber. Er meinte, wir sollten vielleicht hier so ein bisschen den verkratzten Innenteil hier ausschleifen. Nee, da schleifen wir mal lieber nichts, weil dieses ganze Teil keinerlei stärkere Sicherung hat. Also ich hätte gerne, dass wir das schön warm machen, das Lager reindrücken und gut. Ja? Ja, nur die kleinen, da oben ist so eine kleine Macke. Ja. Da. Da könnte man mal mit dem Links drüber, gerade mit dem Finger mal ein bisschen Schleifpapier kurz drüber gehen, ja, dass es ein bisschen glatt ist. Was meinst du mit zwei Platten, also wie so ein Schraubstock, das da dann rein? Es wird mit der Spindel reingezogen. Aha. Eine Spindel und zwei Platten. Wir brauchen wahrscheinlich wieder den Föhn, oder? Ja. So. So geht das nachher. Ja, ja. So. Zack, dann kommt sie hier rein. Ja. Ja. Und dann wird die einfach Dann kommt sie. mit so einem Schraubstock rein. Wichtig ist jetzt beim Einpressen von Radlager, ja, dass du die Belastung nicht hier innen auf den Lagerkörper gibst, sondern dass das beim Eindrücken des Radlagers in den äußeren Sitz, darf die Belastung nur hier auf den äußeren Ring drauf gehen, damit wir keine Belastung auf den Lagern haben. Macht Sinn. Nachher machen wir das genau andersrum, wenn wir die Radnabe reinziehen, gehen wir nur auf die beiden inneren Ringe und lassen den äußeren in Ruhe. Ah, ja. Okay. Ja. So dass wir Da jeweils ist nur nochmal ein Widerstand, wenn man die Radnabe reinzieht, ehrlich? Ja, sicher. Okay. Ja. Also du erinnerst dich, wie wir die rausgemacht haben? Okay. Ja. Ja? Das ist ja nur dieser Teller, oder? Mit diesem mit dem Zahnrad dann da dran quasi, mit diesen Führungsritzeln. Ja, genau. Nur. Der wirkte relativ locker. Ah ne, ist nicht so. Oh. Okay, sehen wir gleich. Lass uns überraschen. So, ja? Ja. So. Und dann wird es mit der Spindel reingezogen. Ja? So. Wenn man jetzt die Schwinge richtig heiß kriegen würde, 120, 130 Grad, ja, und man würde das Lager eisekalt machen. Das wollte ich gerade sagen, warum machen wir eigentlich nicht das Lager kalt, statt dass die Schwinge warm? Ja, du musst beides machen. Okay. Ja? Und dann könntest du, wenn du wirklich schnell wärst, ja, Das einfach reinschneiden. könntest du es einfach reinschießen. Ja? Ja. Meistens geht's nicht. Aber bevor ich das jetzt hier heiß mache, vielleicht machen wir das kurz mal mit dem Schleifpapier, ich Trottel. Ja? Solltest du doch nicht machen. Ja, doch die eine Stelle, hat er gesagt, glaube ich, oder? Ich besorg mal was. Ganzes Lager auch in den Kühlschrank legen zum Beispiel. Das habe ich auch gesagt, ja. Bringt es was? Ja? Ja? Machen wir das, ja. Jedes Grad hin? Ich glaube nicht, dass wir es so reinkriegen. Meinst du nicht? Sondern? Achso, du meinst es einfach so reinschieben, aber mit dem Ding schon. Mit dem Ding drin das schon. Ja. Boah. Geil. Das ist ja irre. Wer hätte das denn gedacht? Ist das was Gutes oder was Schlechtes, dass es so leicht reinging? Bitte? Ist das was Gutes oder was Schlechtes, dass es so leicht reinging? Das ist gut. Ja?
Ja. Okay, einverstanden. Schon drin, ne? Warm machen hier. Merkst du was? Ist gleich fest, was? Schon vorbei. Wow. Okay. Sau cool. Manchmal muss man auch mal Glück haben, ne? Ja, was? Okay, Also, andere Seite. das ist natürlich jetzt materialschonender, als wenn wir das jetzt reingepresst hätten. Ja, klar. Ja? Ja. Wir haben einfach nur die verschiedenen Auslegungskoeffizienten genutzt. Ja? Und so kriegen wir es halt verschleißfrei rein. Ja? Ohne dass wir zum Beispiel ein Material, eine Abschabung in der Bohrung haben. Ja. Die Aluschwinge ist das weichere Material. Ja? So dass das immer noch nachher, wenn das kalt ist, hat es die nötige Flächenpressung, die es braucht, damit das Lager an sich schon fest sitzt. Ja? Hätten wir es jetzt reingezogen, sind die Ecken abgerundet. Okay. Also das hätte sich schon reingedrückt, aber du hast trotzdem einen gewissen Materialabtrag oder eine Stauchung. Ja? Das haben wir natürlich jetzt alles nicht, sondern wir konnten jetzt einfach so reinschreiben, also verschleißfrei reinschieben. Ja? So heiß wird das Radlager, diese ganze Schwinge da hinten nie. Also du hast jetzt gesehen, wie viel Arbeit der Föhn hat. 1600 Grad ungefähr. Okay. Ja? Wie lange der jetzt wirken musste, um diese ganze Schwinge so warm zu kriegen. Ja? Das kriegst du im fahrenden Zustand überhaupt nicht hin. Ja, never. Ja? So. Okay. Du hast gesehen, wie schmal das ist, also 30 Sekunden drin und schon fest. Feierabend. Ja? Das rührst du keinen Millimeter mehr. Krass. Ja. Das müsstest du jetzt schon so rausdreschen, wie wir die alten ausgebaut haben. Tatsächlich. Ja? Ein Glück. Gut. Schauen wir mal, ob wir bei der anderen Seite Wirklich auch, so. ob wir es bei der anderen Seite auch so gut hinkriegen. Magst du mal unser inzwischen tiefgefrorenes Radlager holen? Wo ist das? Im Kühlschrank ziemlich weit unten. So, das musst du jetzt sauber ansetzen und direkt. Kannst du ausmachen? Genau. Ganz hinterdrücken. So. Cool. Ist ja wirklich so einfach. Dann machen wir mal die Bleche wieder dran und. Der Reihe nach die Bleche, draußen die Schrauben, zack, zack, zack. Ja? Und dann. Wie draußen die Schrauben, was meinst du? Also von hier vorne dann die Fixierungen für die Bleche. Macht das denn diese, du musst ja hinten wie heißt das, die fetten Stangen, die Antriebswellen. Machen wir die vor den Blechen rein? Nee, da müssen wir erstmal die. Nee. Da müssen wir erstmal diese, wie nennt man das, was da drinnen rotiert? Die Radnabe. Die Radnabe. Die müssen wir erstmal reinmachen, bevor wir das machen. Jetzt erinnere mich nicht genau, wie wir das auseinandergebaut haben. Also ich mache jetzt eigentlich nur, ich kann jetzt eigentlich nur noch das Wasserblech reinmachen. Wasserableitblech, die Handbremsmechanik kann man zusammenbauen. Ah, okay. Ja, das ist gut, weil wir haben ja auch schon, dann machen wir das, weil wir haben ja auch schon die neuen Bremsbacken da. Ja, Also das ist bestimmt auch. Was war das gefilmt letztes Mal? Ne? Aber ich habe das Material nicht dabei. Jetzt einfach auf die Bilder und so, wenn du das gemacht hast. Okay, und dann rückwärts laufen lassen und dann wird es wieder zusammengebaut. So mache ich es das nächste Mal. Next Step ist Handbremse zusammenbauen. Wir haben hier eine, die ist noch ganz. Und wir haben eine, die ist nicht mehr ganz. Und wir haben neue Bremsbeläge für die Handbremse. Und wir haben ein Heft, wo wir drin lesen können, wie es funktioniert. Falls wir an unserer Beispielhandbremse scheitern sollten. Ah, scheiße. Verdammt. Ist verkehrt rum eingebaut. Ihr seht es vielleicht, hier die Feder, die gehört eigentlich außen hin. Okay, nochmal auseinanderbauen. Ich bin doch echt ein Hirsch. Jetzt habe ich diese Feder nicht eingebaut und diese Feder ist dafür da, dass die Bremsbacken leichter auseinandergehen, wenn ich an der Handbremse ziehe.
Was ich immer noch nicht gelöst habe, ist das Rätsel, wo die zweite Feder ist, weil jede Handbremse hat, denke ich mir mal, so eine Feder. Und nicht nur eine Seite. Okay. Wieder fest. Das ist wieder ganz. Dann die nächste. Die andere ist schon fertig. Alles schon fertig. Ja. Sehr gut. Wir haben jetzt hier die Radnabe. Da ist normalerweise, wenn du hier mal hinfilmst, das ist. Filmst du schon oder filmst du noch nicht? Alles gut, ich Können wir anfangen? Was soll ich machen? Kurz warten, bis Grzegorz fertig ist. Sorry. Okay. Grzegorz ist fertig. Das ist die Radnabe. Da hängt normalerweise draußen das Rad dran. Und hier ist noch ein Teil unseres alten Kugellagers dran geblieben. Als wir das da rausgeklopft haben, ist das hängen geblieben. Wir werden jetzt da einen Cut machen, ganz vorsichtig, damit wir nicht an sich die Radnabe beschädigen. Und dann werden wir das auseinanderspreizen und können es dann ganz einfach abziehen. So der Plan. Habe ich recht, Till? Ja. So, wenn man jetzt reinschneidet. Aufpassen, dass wir nicht beschädigen, ne? Das dann, ganz. Also hier und hier. Ja, wäre da vielleicht nicht eine besser, das wird glaube ich nicht funktionieren, oder wäre nicht eine besser, die ein kleineres Blatt hat? Denke ich, weil wenn du jetzt den Winkel so anschaust, oder willst du schräg machen auch, ja. Aha. Hm? Schräg? So schräg. Jetzt liegt es halt unten auf. Okay. Meinst du, wir hätten es überhaupt anschneiden brauchen? Wahrscheinlich nicht, ne? Für die Methode. Weiß ich nicht. Vielleicht, ich kann mir schon vorstellen, dass es... Dass halt die Struktur ein bisschen schwächer wird, ne? So, und jetzt? Und jetzt die andere. Jetzt mal schon ab. Okay, dann kannst du einfach versuchen, ob es so funktioniert. Ein bisschen Geduld, oder? Aber ein bisschen Geduld. Das müsste jetzt eigentlich relativ... Ah, guck mal, grau ist alle Theorie. Also, Das war aber jetzt auch nicht ganz... der Schnitt und Ja. Sprengen. Ja, das geht natürlich. so geht's natürlich schneller, aber so ist auch kaputt. Wieso ist es kaputt? Bitte? So tief war der Cut eigentlich gar nicht. Wo ist denn der durch? Soll denn der durchgegangen sein? Nee, der Meißel ist runter. Der Meißel war's. Normal machst du das mit dem stumpferen Meißel. Ja, der dem nicht Der wehtut. nimmt dann. Da hast du gar keine Macke drin. Hülse und dann zusammendrehen. Ich hab schon fest, kannst der Hand weggehen. Brauchen wir was zum Festziehen, ne? Was meinst du, was hier innen drauf sitzt? Wenn es jetzt noch ein bisschen besser geführt wäre, innen drin, Ja. wäre das natürlich noch komfortabler. Ah, es geht sogar rein. Ja, das geht. Ach, so einfach. Okay. So, koppel mal außen. Sag mal, was ist denn für ein fetter Ring? Reicht das wieder nicht? Das reicht schon wieder nicht. Selbst 23 ist zu klein. Also spätestens jetzt drehst du es halt nicht mehr mit der Hand. Ja, das ist klar. Und dann merkt man, okay, man merkt, dass es Feierabend ist. Jetzt kannst du noch mal ziehen. Reicht? Da muss es richtig knallen. Muss das richtig knallen? Muss nicht richtig knallen. So. Ja? Zufrieden? So. Muss sich so ein Radlager anfühlen? Jetzt noch gar nicht. Ja? Also jetzt hat es immer noch Spiel. Ja. Ja? Aber jetzt haben wir zumindest die beiden Hälften ineinander gedrückt. Wir haben dafür gesorgt, dass der innere
Lagerring von dem inneren Lager nicht rauspoppt aus dem Lager. Ja, das ist Kugellager, weißt du? Ja. So, das ist jetzt zusammen als eine Einheit, wir haben keine falschen Belastungen drauf. Jetzt kannst du normalerweise hingehen und kannst wie gesagt, du kannst das Ganze auch mit der Steckachse machen. Ja. Das geht natürlich auch, weil die Steckachse die Belastung auch genau auf diesen Teil setzt. Ja. Also, was du meinst. So. Wenn du das jetzt festgezogen hast, dann ist dein Radlager schon wieder stabil. Ja. Okay? Und das hier wird nichts eingestellt, sondern das wird festgezogen. Ja? Weil diese Lager nicht einstellbar sind. Ja? Die ziehen sich press zusammen, ja? Und damit sind die set. Alles klar. Danach kannst du an denen nichts mehr verändern. Gut. Ja? Dann hole ich mir jetzt eine Stange und so einen Drehmomentschlüssel und schaue, was für ein Drehmoment ich brauche und schraub's Du kannst jetzt erstmal nur festschrauben, dann kannst du deine Antriebswelle einbauen, dann ist diese Seite fertig. Genau. Ja? Okay. Wie gesagt, nachher zum Festknacken muss man gucken, wie viel Drehmoment das kriegt, die Antriebswelle außen. Ja? Dann macht es vielleicht mehr Sinn, das nachher im eingefederten Zustand ein Rad drauf oder sowas zu machen. Ja? Oder mit der Handbremse angezogen, wenn die Scheibe wieder drauf ist. Ja? Okay, also das soll ich jetzt gar nicht machen, dieses Finale zusammen. Nein, das Finale, das Anknacken machen wir später. Ja? Okay. Jetzt machen wir es nur fest, dass das Radlager hier keine Luft mehr hat. Ja. Hier ist die Radnabe schon drin, hier ist sie noch, auf der anderen Seite ist sie noch nicht drin. Ich werde die gerade mal fettfrei machen, weil dort kommt dann auch gleich die Dichtung dran. Für die Antriebswelle kommt ja gleich die Dichtung dran. Die ist nämlich mit Fett gelagert und dann sieht es so aus, wenn es sauber ist. Das kommt jetzt auf der anderen Seite rein. Auch hier ist es schon drin, muss ich gleich noch von innen sauber machen. Macht man am besten, bevor man es eingebaut hat, das ist ein bisschen komfortabler. Okay, das mache ich jetzt auf der anderen Seite auch. Einmal festpacken. 5 ist fast ein bisschen viel. Also normal sagst du so 3 klickst du zurück. Ja? Du kannst ja mal gucken jetzt, wenn du jetzt drehst. Ist das war schon frei? Nee. Das, was jetzt noch bremst ein bisschen, ist die Hauptbremse, die Betriebsbremse. Ne? Geht die jetzt wieder ein bisschen auf? Ja, das geht wieder ein bisschen auf. Hier, das muss ich ein bisschen einschleifen. Ja? Okay. Das ist jetzt da alles brauchen wir nicht jetzt schön. noch was knallt, damit wir das Feste kriegen. Okay, bisschen fester drauf. Auf die Bremse? Ja. Voll drauf. Das ist Hochleistungssport für mich. Wie weit sind wir denn? Achso, ja, fast zu Ende. Erik zieht gerade noch die eine Mutter fest, die die Radnabe festhält. Und dann kommt noch so ein Splint rein, so ein Sicherungsdraht. Dann kommen die Reifen drauf. So. Und dann haben wir es geschafft. Ja? Dann fällt schon mein Fuß auf. So, Fabian. Sind wir fertig? Sag du es mir. Ich glaube nicht. Ich glaube, wir sind nie fertig. Das nächste Projekt, es kommt. Weißt du schon, welches das ist? Ich glaube ja. Ja? Okay, das ist die Lenkstange vorne. Lenkstange, nicht der Kupplungszug. Ah,
der Kupplungszug. Genau, den machen wir vorher noch. Kleiner Spoiler. Kupplungszug wird richtig, richtig spannend. Oder was Ich bin ganz sicher. Nee, der ist tippitoppi, der Gaszug, aber der Kupplungszug ist es, Fabian, der Kupplungszug. Bis dahin. Ciao, ciao. Und? Alter, das ist so krass, das ist ein mega Unterschied. Das ist wie Tag und Nacht. Das hat vorher die ganze Zeit also so leicht vibriert und du hast das Gefühl gehabt, du fährst die ganze Zeit gegen so einen Widerstand an. Das ist komplett weg. Das Auto rollt einfach. Das ist ja der Hammer. Und? Gerade gesagt, das ist mega, das ist ein Riesenunterschied. Das Auto ist davor die ganze Zeit gegen so einen Widerstand gefahren und jetzt merkst du, wie das Auto einfach frei rollt. Voll geil.